Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am 1. Oktober die ehemalige Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Alena Büchs, mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Besonders hervorgehoben wurden ihre Verdienste während der Corona-Pandemie. Weshalb Büchs' Ehrung derzeit kritisiert wird, erfährst du in diesem Video. Der Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland, das Bundesverdienstkreuz, wird vom Bundespräsidenten für besondere Leistungen auf politischem, wirtschaftlichem, kulturellem, geistigem oder ehrenamtlichem Gebiet verliehen. Auf der Website des Bundespräsidenten wird die Verleihung des Ordens an Alena Büchs wie folgt begründet. Die Ärztin und Medizinethikerin ist eine der engagiertesten Stimmen zu Fragen des gesellschaftlichen Wandels in unserer Zeit. Von 2016 bis April 2024 gehörte Alena Büchs dem Deutschen Ethikrat an, ab 2020 als dessen Vorsitzende. Wie wichtig ihr Engagement als Beraterin in ethischen Fragen von Politik, Gesellschaft und Wissenschaft ist, wurde besonders während der Corona-Pandemie deutlich. Trotz zum Teil massiver Anfeindungen war sie eine stets präsente Mittlerin, die den Konflikt zwischen staatlichen Schutzmaßnahmen und individuellen Freiheitsrechten verständlich erläutert hat. Büchs war während der gesamten Corona-Pandemie Vorsitzende des Deutschen Ethikrates. Der Deutsche Ethikrat ist ein unabhängiges Expertengremium, das sich aus Juristen, Medizinern, Psychologen, Theologen, Soziologen und Philosophen zusammensetzt und unter anderem die Aufgabe hat, Stellungnahmen und Empfehlungen für politisches oder gesetzgeberisches Handeln zu erarbeiten. Die Mitglieder werden je zur Hälfte von Bundesregierung und Bundestag vorgeschlagen und vom Bundestagspräsidenten für 4 Jahre berufen. Der Ethikrat wird von der Bundesregierung mit ca. 1,7 Millionen Euro im Jahr finanziert. Während in der Begründung des Bundespräsidialamts Büchs' Rolle während der Corona-Pandemie explizit gelobt wird, erfährt sie eben hierfür momentan scharfe Kritik. Schauen wir uns an, warum. Die Hauptkritik richtet sich gegen Büchs' Haltung während der Corona-Pandemie vor allem beim Thema Impfen. Als Vorsitzende des Deutschen Ethikrates beschränkte sich Büchs nicht darauf, Argumente sachlich darzustellen und zwischen unterschiedlichen Positionen zu vermitteln, sondern beteiligte sich aktiv an der Stimmungsmache gegen Ungeimpfte. Durch ihre persönliche Positionierung nahm sie massiv Einfluss auf die öffentliche Debatte. Dies wird angesichts ihrer Äußerungen über Ungeimpfte besonders deutlich. Als der Fußballprofi Joshua Kimmich die Impfung zunächst verweigerte, äußerte sich Büchs im Oktober 2021 unter anderem gegenüber Welt Live wie folgt. Wir haben ja tatsächlich vom Ethikrat sogar gesagt, es gibt eine moralische Pflicht für uns alle, uns impfen zu lassen. Das ist noch keine Rechtsimpfpflicht, also nicht, dass man mich da missversteht, aber moralisch, also das, was man tun sollte, besteht eine solche Pflicht für uns alle. Von daher ist er da definitiv sowieso schon dabei. Aber als jemand, der eben in einem Kontaktsport steht, der ein Vorbild ist für viele junge Leute und der einfach auch letztlich eine Führungsrolle hat und eine große Plattform, ist es natürlich besonders schade, wenn er solchen Falschinformationen aufsitzt und irgendwie denkt, da könnten noch irgendwelche Langzeitfolgen oder sowas entstehen. Und ich meine, da hat jetzt selbst die Ständige Impfkommission, und die sind wirklich streng und wirklich präzise, klar gesagt, das ist einfach nicht der Fall nach Milliarden von Impfungen, nach über einem Jahr, zum Teil jetzt in Studienverläufen und dann auch Impfkampagne. Also das ist einfach jetzt schade, dass er da so etwas tatsächlich in die Öffentlichkeit gebracht hat. Da muss man jetzt eben drüber reden, da muss man jetzt aufklären. Das heißt, Sie sehen diese Debatte, diese öffentliche Debatte, es schlägt ja im Moment wirklich hohe Wellen, diese Aussagen von Joshua Kimmich. Sie sehen diese Debatte gerechtfertigt und finden es gut, dass jetzt so viel darüber berichtet wird, auch in den Medien, über eben den Impfstatus von Joshua Kimmich. Also ich sage ganz offen, für ihn persönlich tut mir das ein bisschen leid. Das ist sehr heftig, glaube ich, was da im Moment abgeht für ihn. Aber ich finde es gut, dass dieses Thema mit den sogenannten Langzeitfolgen, vor denen sich, glaube ich, doch einige Leute irrigerweise Sorgen machen, dass das jetzt nochmal so richtig schön aufs Tablett gekommen ist und dass man das nochmal öffentlich bespricht. Das ist, glaube ich, wirklich wichtig. Man sollte ja solche Sorgen ernst nehmen.
und das dann eben erklären, dass das eine der besten eine der medizinischen Maßnahmen ist, die so gut überprüft ist wie wahrscheinlich noch nie. Und das ist einfach, dass der Impfstoff ja im Körper abgebaut wird sehr schnell, dass der gar nicht mehr da ist. Also dass das extremst unwahrscheinlich ist, dass da irgendwelche Langzeitfolgen entstehen, sondern wenn man Impfnebenwirkungen hat, dass die dann in den ersten Wochen entstehen und das dann zum Teil noch ein bisschen länger dauert, bis man die wirklich zugeordnet hat. Und dass man diese Dinge jetzt bespricht, das ist sicher hilfreich. Aber das Ganze zeigt natürlich auch, wie hohe Wellen das Thema schlägt. Ich würde mir wünschen, wir würden da wieder ein bisschen ruhiger werden und wieder ein bisschen sachlicher damit umgehen. Diese Stellungnahme ist aus 2 Gründen problematisch. Zum einen wissen wir heute, dass die Corona-Impfung zu Nebenwirkungen wie Herzmuskelentzündungen und Long-Covid-ähnlichen Symptomen führen kann, die Risiken einer Covid-Infektion für gesunde junge Menschen jedoch gering sind. Zudem ist erwiesen, dass die Corona-Impfung nicht ausreichend vor einer Infektion und anschließenden Ansteckung anderer Personen schützt, also keinen relevanten Fremdschutz bietet. Kimmich traf somit damals eine rationale persönliche Entscheidung. Büchs hingegen lag mit ihrer Einschätzung zumindest teilweise falsch. Zum anderen, und das ist in ihrer Funktion als Ethikratsvorsitzende der wichtigere Kritikpunkt, hat Büchs Kimmich in der damaligen medialen Debatte instrumentalisiert und öffentlich unter Druck gesetzt. Sie betonte nicht ausreichend die Freiheit und Autonomie von Joshua Kimmich und sein damit verbundenes Recht auf eine individuelle Impfentscheidung. Vielmehr wies sie auf die moralische Pflicht zu einer Impfung hin, unterstrich Kimmichs Vorbildfunktion, unterstellte ihm, Falschinformationen aufzusitzen und warf ihm in einem Interview mit Sky Sport indirekt vor, sich unsolidarisch zu verhalten. Dadurch drängte auch Büchs Kimmich medial zu einer Impfung und zog seine persönliche Entscheidung öffentlich in Zweifel. Sie beteiligte sich an der medialen Kampagne gegen Kimmich und andere Menschen, die sich aus persönlichen Gründen gegen eine Impfung entschieden hatten. Die Debatte um Kimmichs Impfstatus trug nicht zu einer Vermittlung, sondern zu einer tieferen Spaltung der Gesellschaft und zur weiteren Ausgrenzung ungeimpfter Menschen bei. In einer aktuellen ZDF-Doku beschreibt Kimmich, wie sehr ihn der damalige Druck psychisch mitgenommen hat. Den Link findest du in der Infobox. Ende 2021 stimmte die Mehrheit des Ethikrates, darunter Büchs, für eine allgemeine gesetzliche Impfpflicht. Ein Jahr zuvor hatte der Ethikrat eine solche allgemeine Impfpflicht noch abgelehnt. In der damaligen Begründung hieß es: Den Ausgangspunkt bildet die Selbstbestimmung, Autonomie jedes Einzelnen. Impfungen setzen prinzipiell eine aufgeklärte, freiwillige Zustimmung voraus. Eine undifferenzierte allgemeine Impfpflicht ist deshalb auszuschließen. Wenn überhaupt, ließe sich eine Impfpflicht nur durch schwerwiegende Gründe und für eine präzise definierte Personengruppe rechtfertigen. Dies beträfe insbesondere MitarbeiterInnen, die als potenzielle Multiplikatoren in ständigem Kontakt mit Angehörigen einer Hochrisikogruppe sind, wenn nur durch eine Impfung schwere Schäden von dieser Personengruppe abgewendet werden könnten. Am 21. Dezember 2021 stimmten nur 4 der 24 Mitglieder des Deutschen Ethikrates gegen eine allgemeine gesetzliche Impfpflicht, 20 waren dafür. Unter den Befürwortern der Impfpflicht war auch Alena Büchs. Die Argumente des Deutschen Ethikrates habe ich bereits Anfang 2022 analysiert. Den Link zum Video findest du in der Infobox. Besonders kritisiert wird heute, dass der Ethikrat die allgemeine gesetzliche Impfpflicht zu einer Zeit empfahl, als es bereits starke Anzeichen dafür gab, dass die Impfung keinen relevanten Fremdschutz bot. Bereits im Winter 2021 betrafen rund 40% aller Corona-Erkrankungen doppelt Geimpfte. Im Januar 2022 zeigt der RKI-Wochenbericht, dass von den rund 30.000 mit Omikron erkrankten Erwachsenen 83% geimpft und darunter 26% geboostert waren. Im Krankenhaus behandelt wurden 72% Geimpfte und unter den 20 Omikron-Intensivpatienten lag die Geimpftenquote bei 68%. Bereits im Januar 2022 relativierte Alena Büchs die Empfehlung des Ethikrates vom Dezember.
Die Haltung zur möglichen Einführung einer allgemeinen Impfpflicht sei unter den Bedingungen der damals vorherrschenden Delta-Variante getroffen worden und hinge in Zukunft davon ab, welche Corona-Variante gerade das Infektionsgeschehen dominiere. Am 7. April 2022 lehnte der Deutsche Bundestag die allgemeine gesetzliche Impfpflicht mehrheitlich ab. Durch die Corona-Maßnahmen wurden während der Pandemie Grundrechte massiv eingeschränkt. Kinder und Jugendliche, Bewohner von Pflegeeinrichtungen und Ungeimpfte litten besonders unter der damaligen Politik. Während die Ad-hoc-Empfehlung für ein Mindestmaß an sozialen Kontakten in der Langzeitpflege während der Covid-19-Pandemie bereits im Dezember 2020 erschien, ließ sich der Deutsche Ethikrat mit seiner Empfehlung zum Beistand und zur Unterstützung für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis Ende 2022 Zeit. Kritiker werfen Alena Büchs daher vor, sich nicht ausreichend für Kinder und Jugendliche eingesetzt zu haben, sondern widerspruchslos dem Regierungskurs gefolgt zu sein. Sie fordern eine offizielle Aufarbeitung der Maßnahmen, nicht die Ehrung der Verbündeten in der Pandemie. Hältst du die Kritik an Büchs für berechtigt? Wie hast du persönlich Büchs' Rolle während der Corona-Pandemie erlebt? Hat sie deiner Meinung nach das Bundesverdienstkreuz verdient? Schreibe deine Meinung sehr gerne unten in die Kommentare.